Hi und schön, dass du wieder mit dabei bist. Wenn du mich noch nicht kennst, ich bin Lisa von Parfori und hier dreht sich alles rund um die schöne Welt der Nischendüfte. Ich habe euch heute eine ganz tolle Marke bzw. die Düfte der Marke mitgebracht. Und zwar handelt es sich um die Marke Inuit Nomad. Und die Düfte bzw. die Kollektionen sind unterschiedlichen Reisezielen und Kontinenten gewidmet. Und in den Düften verarbeiten quasi die Inhaber der Marke ihre Erfahrungen, die sie auf den Reisen gesammelt haben. Bei Parfori haben wir aktuell insgesamt 10 Düfte und damit 4 Kollektionen im Sortiment. Ich habe euch heute mal 2 Kollektionen mitgebracht. Und zwar ist es einmal die Kollektion Inuit A Bali, die sich quasi Bali widmet. Und dann noch die Kollektion Inuit A Montauk, die sich quasi einem Dorf an der Ostspitze von Long Island in den Hamptons widmet. Es sind total spannende Düfte, auch sehr, sehr unterschiedliche Düfte. Und ich habe jetzt mal nur eine Auswahl der Düfte mitgebracht. Wenn ihr diese genauso schön findet wie ich, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Dann mache ich gerne auch noch den zweiten Teil und bringe die restlichen Düfte nochmal mit. Der erste Duft in der Inuit A Bali Kollektion ist der Fleur de Fleur. Aber bevor wir da ins Detail gehen, lasst uns mal die Flakons anschauen. Die sind sehr, sehr schlicht gehalten, haben eine schwarze Kappe. Und je nachdem, in welcher Kollektion wir uns befinden, ist das Label an der Vorderseite anders gestaltet, auch von der Farbe her. Hier eher in so einem schönen, ich würde mal sagen, beige gehalten. In der zweiten Kollektion, die ich dabei habe, sind sie eher in blau gehalten. Das schauen wir uns dann aber zu gegebener Zeit an. Und der Fleur de Fleur ist, wie der Name schon vermuten lässt, auf jeden Fall ein Heavy Hitter in Sachen Blumen. Und er ist der Blumenvielfalt auf Bali gewidmet. Wir haben hier Jasmin drin, wir haben hier Ylang Ylang drin, wir haben aber auch Tuberose nochmal mit drin. Das ist schon so ein florales Bouquet, was sich da auf jeden Fall verbreitet. Im ersten Riechen haben wir tatsächlich noch so einen kleinen, frischen, fruchtigen Charakter, finde ich. Wir haben hier Bergamotte mit drin, wir haben aber auch Grapefruit mit drin. Das dauert aber nur ganz kurz an. Also wir haben was kurz, schön frisch-fruchtiges. Dann setzen aber sofort auf jeden Fall die Blüten mit ein. Und die Blüten sind auf jeden Fall auch das, was im Duftverlauf weiter in den Fokus kommt. Was ich total schön finde, ist, dass die Grapefruit am Anfang eben dieses florale Bouquet aus diesen weißen Blüten erstmal kurz schön einrahmt und kurz unterbricht. Das hält aber nicht lange an. Der Duft wird sehr rund, wird weich, wird in irgendeiner Art und Weise auch cremig, wird schon sehr, sehr intensiv, wie es sich für so einen blumigen Duft auch gehört. Und im Verlauf haben wir wirklich eine schöne Wärme mit drin, durch Amber, durch Benzoet. Das gibt nochmal so ein bisschen Cremigkeit und Wärme nochmal mit rein. Setzt den ganzen Duft wirklich schön. Diese warm, holzige Basis wird ganz toll ergänzt durch eine schöne Vanille. Die gibt natürlich nochmal zusätzlich eine Süße mit rein, rundet das Ganze aber nochmal schön ab. Und ich habe immer so das Gefühl, man ist so richtig in so einem Tuch voll mit Blumen einfach bedeckt und der umhüllt einen richtig schön. Silage ist bei dem Duft definitiv gegeben, also die ist wirklich groß. Projektion ebenfalls, Haltbarkeit ist bei dem Duft auch echt schön und tatsächlich wie man es vielleicht schon vermuten lässt, ist das ein Duft, der eher in die weibliche Richtung geht, dadurch, dass da einfach so wahnsinnig viele Blüten mit drin sind und die auch im Fokus stehen. Ich würde euch also auf jeden Fall empfehlen, den Duft recht sparsam aufzutragen. Und ich finde, obwohl es so ein schwerer Blütenduft ist, kann man den auch gut an wärmeren Tagen tragen. Wäre irgendwie auch komisch, wenn das in der Kollektion nicht der Fall wäre. Also kann ich mir gut vorstellen, zu etwas kälteren Jahreszeiten, aber auch zu etwas wärmeren Jahreszeiten. Geht beides, würde ich jetzt wahrscheinlich nicht tragen. Bei Sonne 40 Grad, da vielleicht eher nicht, sondern dann eher zum Abend hin. Lasst uns mal die blumige Richtung verlassen und in eine ganz andere Richtung laufen. Der Suma Oriental von Inuit Nomad ist definitiv, wie der Name es schon vermuten lässt, ein orientalischer, würziger, süßer Duft. Ich würde sagen, das ist fast schon ein erwachsener Gourmand. Wir haben hier sehr viele essbare Komponenten mit drin. Wir haben hier eine schöne Schokolade mit drin. Wir haben hier Rum mit drin, auch wenn man den eher trinkt. Wir haben hier Kakao nochmal mit drin. Also das ist wirklich schon ein schöner, schwerer Unisex-Duft. Das schon mal vorab. Man könnte jetzt meinen, gerade mit Rum und so, dass es vielleicht eher männlich ist. Ich finde, der funktioniert wirklich für Frauen als auch für Männer. Aber lasst uns mal gemeinsam dran riechen. Ja, wir haben im ersten Riechen schon was Alkoholisches. Der Rum kommt auf jeden Fall raus. Wir haben aber auch eine schöne Schokolade. Die gibt eine dunkle Note mit rein. Also wir haben eine dunkle Schokolade meiner Meinung nach mit drin. Sehr herb,
Trotzdem ein ganz kleines bisschen süß, dunkel und intensiv. Was aber auf jeden Fall bei dem Duft im Fokus steht, sind die holzigen Noten. Ja, also die kommen von Beginn an schon raus, bleiben auch im Duftverlauf echt präsent und die werden so schön eingerahmt, eben durch diesen Rum, durch diese Schokolade, und das ist wirklich richtig schön zu riechen, und der ist schon recht intensiv und hat eher so einen wärmeren Charakter. Deswegen würde ich jetzt mal tendenziell sagen, passt er noch besser in die kältere Jahreszeit, wobei ich mir irgendwie auch vorstellen könnte, dass der gut an so ein Lagerfeuer passt. Also vielleicht Lagerfeuer in Bali nachts, ein bisschen Rum, ein bisschen Alkohol, ein bisschen Zigarre, gibt es Zigarren auf Bali, keine Ahnung. Aber da könnte ich mir den auch gut vorstellen in der Kombination. Ist auf jeden Fall auch ein intensiver, warmer Duft, und im Gegensatz zum Fleur de Fleur geht er einfach in eine komplett andere Richtung. An der Stelle muss ich echt mal sagen, wie toll ich die Kollektion von Nuit Nomade finde. Denn die Düfte sind einfach so unterschiedlich, dass wirklich für jeden Duftgeschmack einfach was mit dabei ist. Das finde ich total schön, denn der nächste Duft, der geht in eine ganz andere Richtung als die beiden, die wir gerade schon gerochen haben, obwohl er auch in der Nuit Bali Kollektion mit drin ist. Der Mr. Vetiver, schon allein, wie man es vom Duftnamen hier auch erraten lässt, geht eher in eine etwas würzige, holzige und grüne Richtung und ist einfach ein komplett anderer Duft für komplett andere Duftgeschmäcker, und das finde ich einfach richtig klasse. Lasst uns auch den mal gemeinsam riechen. Wir haben hier einen schönen würzigen Start. Wir haben Basilikum, Estragon. Das ist einmal würzig, ist aber auch einmal grün angehaucht, finde ich. Und dann, sehr, sehr schnell, kommen einfach diese schönen holzigen Noten mit rein. Der Mr. Vetiver ist einfach so schön komponiert. Wir haben hier Basilikum, Estragon, Kardamom, gibt eine schöne Würze mit rein, gibt eine schöne Grüne mit rein. Und wir haben aber auch eine schöne Spritzigkeit am Anfang. Wir haben hier Limette, wir haben hier Grapefruit, also eher etwas bitter-zitrische Früchte nochmal mit drin, die toll kombinieren und zusammenspielen eben mit diesen Gewürzen. Und im Duftverlauf, wie gesagt, kommen dann einfach schöne Hölzer nochmal mit rein. Und die grüne Note bleibt aber auf jeden Fall. Wir haben hier nämlich auch ein bisschen Moos nochmal mit drin, unterstreicht das Ganze ganz toll. Also ist wirklich ein eher erfrischender, energetischer Duft, würde ich jetzt mal sagen, der auch von der Silage eher zurückhaltender ist. Also das ist jetzt keine Bombe. Das ist für mich jetzt ein Duft, der auch super in die wärmeren Jahreszeiten passt, der auch so einen weiße T-Shirt-Charakter für mich hat irgendwie so. Also den kann man wirklich easy tragen zu jedem Outfit, eben auch zum weißen T-Shirt. Und ja, einfach schön. Lasst uns mal die Kollektionen switchen. Wir gehen von Bali nach Montauk, ich hoffe, das spreche ich richtig aus, in den USA. Und die Düfte, vielleicht das schon mal vorweg, haben jetzt, wie ich es angekündigt habe, immer ein blaues Label vorne mit drauf. Denn die Düfte sind einfach inspiriert von dem Ort eben dort. Da ist es Meer vor der Tür, wir haben hier eine schöne Meeresbrise, wir haben hier einen gewissen Lifestyle auch vor Ort. In den Ort kommen Surfer sehr gerne, um die Wellen zu reiten. Also es ist so ein anderes Lebensgefühl, was da nochmal mit den Düften vermittelt wird. Und die sind allesamt auch sehr schön. Und wenn du jetzt denkst, sie hat von Meer gesprochen, die sind bestimmt alle aquatisch. Nein, Fehlanzeige. Auch hier haben wir wirklich schöne Duftkompositionen dabei, sodass auch für jeden Duftgeschmack was dabei ist. Die Geschichte hinter dem Memory Motel, also dem Duft, ist total spannend, denn anscheinend wurde das Lied von den Rolling Stones in Montauk aufgenommen, in dem Haus von Andy Warhol, der das quasi an Rolling Stones vermietet hatte. Somit ist eben der Memory Motel eine Hommage an den Song von den Rolling Stones. Und wenn ich an die Rolling Stones denke, dann denke ich an eine wilde Zeit, an ein bisschen Leder, an vielleicht Tabak, und ich finde, das repräsentiert der Duft wirklich richtig cool. Aber lasst uns mal dran riechen, ob das sich denn bewahrheitet. Wir haben einen schönen, etwas zitrischen Start. Wir haben hier eine schöne Bergamotte. Aber da schon mal die Ankündigung, also da schiebt sich sofort was Weihrauchiges, Tabakartiges auf jeden Fall mit rein, und das übernimmt den Duft auch auf jeden Fall. Was aber auch schön rauskommt, ist wirklich eine
tolle Würzigkeit. Wir haben Nelke nämlich mit drin. Ich finde, die macht sich in diesem Duft echt schön. Gibt eben nach diesem zitrischen Start eine schöne Gewürzigkeit mit rein. Dann kommt süßer Tabak, Leder, was Weihrauchiges. Also das ist schon ein Duft, der hat Pep und der hat Pfeffer unterm Arsch. Und tatsächlich ist das ein Duft, der sowohl für Frauen als auch für Männer geeignet ist. Oftmals sagt man ja, Tabak, Leder, vielleicht eher Männer. Nein, wir haben hier nämlich eine schöne Süße auf jeden Fall auch mit drin. Ich finde, das macht den Duft wirklich toll unisex, sowohl für Frauen als auch für Männer richtig gut zu tragen. Durch die Patchouli wird der Duft einfach ein bisschen erdiger. Natürlich tragen da auch Tabak und Leder so ein bisschen mit dazu bei. Dadurch wird der Duft aber auch so ein bisschen edgy. Also der ist für mich nicht Mainstream, sondern im Gegenteil, ich finde, der hat Ecken und Kanten und erinnert schon an diese wilde Zeit. Und ich finde, dass diese Hommage wirklich gut gelungen ist. Während der erste Duft eben einem Song von den Rolling Stones gewidmet ist, soll der zweite Duft, Nothing But Sea and Sky, an Montauk im Winter erinnern. Anscheinend ist es im Winter, wenn dort alles mit Schnee überzogen ist, total ruhig und die Welt scheint still zu stehen. Und das soll dieser Duft repräsentieren. Und wenn man sich jetzt mal anschaut, was in dem Duft drin ist, dann scheint es erstmal sehr, sehr langweilig vielleicht. Wir haben hier Bergamotte, wir haben Sandelholz und wir haben Moschus. Punkt. Hört sich langweilig an, ist es aber nicht. Und vielleicht hast du gedacht, bei dem Namen Nothing But Sea and Sky geht es um einen Aquaten, um irgendwie einen Freshie. Nein, der hat zwar einen frischen Touch auf jeden Fall mit drin, aber es ist kein Freshie. Aber lasst uns mal gemeinsam riechen. Der ist hell, finde ich, der Duft. Der ist beruhigend aber auch irgendwo. Wir haben hier am Anfang eine schöne, kurze, spritzige Bergamotte. Man merkt auf jeden Fall auch im ersten Riechen, das wird jetzt kein Duft, der eine wahnsinnig große Silage hat oder Projektion. Das auf jeden Fall nicht. Für mich ist das wirklich ein sehr heller, sehr freundlicher Duft. Diese Bergamotte, die verfliegt und was dann eben rauskommt, ist das Sandelholz. Sandelholz gibt im Verlauf für mich in dem Duft so einen leicht trockenen Charakter. Jetzt trocknet es so ein bisschen aus. Und wenn dann aber der weiße Moschus kommt, dann gibt es so ein bisschen Tiefe und Cremigkeit und Sauberkeit nochmal mit rein. Und das ist für mich vielleicht noch ein typischerer weißer T-Shirt-Duft. Der ist einfach wie frisch gewaschen für mich so ein bisschen und man fühlt sich sauber mit dem. Der ist total unaufdringlich, deswegen auch total einfach zu tragen. Und ich finde es total witzig, dass der Duft eben Winter repräsentieren soll, weil er ist nicht warm oder so für mich, aber er erinnert so ein bisschen an Kaschmir. Also von dem her passt es irgendwie schon. Ich finde, den kann man aber genauso gut auch im Sommer tragen, weil er eben diesen leichten, hellen Charakter hat. Also es ist total spannend, das ist natürlich auch Geschmackssache. Für mich wäre er etwas zu leicht tatsächlich. Ich habe aber schon öfters Männer erlebt, die den Duft tragen und ich finde, der ist halt sehr hautnah. Und diese Kombination mit der Haut, die natürlich sehr, sehr individuell dann auch riecht, lässt den Duft echt schön wirken. Also wenn du auf der Suche bist nach einem Duft, der einfach nicht so die krasse Silage hat und nicht aufdringlich ist, dann könnte der Nothing But Sea and Sky auf jeden Fall was für dich sein. Ist aber halt auf jeden Fall ein Duft, die Haltbarkeit ist jetzt nicht mega, Silage ist auch nicht mega, aber ich finde, der Duft ist trotzdem wirklich schön. Wer beim Nothing But Sea and Sky darauf gehofft hat, dass wir was Aquatisches mit drin haben, wird spätestens jetzt so ein bisschen auf seine Kosten kommen. Denn der nächste Duft ist der Bohemian Soul und er ist diesem Vibe der Surfer in Montauk eben gewidmet, die da sehr gerne hinkommen und die Wellen reiten. Und weil es eben diesen Surfern und diesem speziellen Mindset gewidmet ist, haben wir auch einen leichten aquatischen Faktor mit drin, wobei aquatisch ein bisschen übertrieben ist. Wir haben so eine leichte Meeresbrise mit drin und jetzt aber nicht an Salzakkorde oder so denken, das auf jeden Fall nicht. Wir haben aber auf jeden Fall am Anfang einen frischen Kick, aber auch was Würziges und ich finde, wir haben hier auch zu Beginn eine leichte, grüne, herbe Note mit drin. Wir haben hier Wermut mit drin, wir haben hier Myrrhe mit drin. Ich glaube, das gibt so den Teil nochmal mit rein. Was dann dazu kommt, nach diesem leichten, frischen, zitrischen Start schon fast, mit diesen schönen grünen, gewürzigen, herben Noten, ist auf jeden Fall
das Holz. Der Duft wird sehr, sehr holzig. Und ja, das ist auf jeden Fall auch ein etwas zurückhaltenderer Duft. Also auch hier haben wir jetzt keinen Duft, der eine wahnsinnig große Silage hat. Haltbarkeit ist besser als bei dem Nothing But Sea and Sky, weil er auch einfach ein bisschen intensiver ist. Aber es ist auch ein etwas zurückhaltender Duft. Auch wenn der Duft zu Beginn etwas frisch war, irgendwie so ein bisschen an die Meeresbrise auch erinnert hat, wird der Duft eben durch dieses Holzige, aber auch durch eine schöne Weihrauchnote ein bisschen trockener und einfach so ein bisschen kantiger für mich auch. Das heißt, auch das ist jetzt kein Aquat in dem Sinne, ne? Aber es gibt so ein bisschen Meeresvibes auf jeden Fall mit rein. Ich finde die Düfte für einen Inuit Nomad echt sehr vielfältig. Also ich finde es einfach so schön, dass hier für jeden Duftgeschmack was mit dabei ist. Ich weiß nicht, ob du einen von den Düften mal von der Marke ausprobiert hast. Lass mich gerne mal in den Kommentaren wissen, wie du die Marke findest. Und wenn dich noch mehrere Düfte der Marke interessieren, dann schreib mir das gerne auch in die Kommentare. Denn ich habe ja jetzt nur einen Auszug der Düfte aus unserem Sortiment mitgebracht. Wenn ihr die auch so toll und spannend findet wie ich, mache ich gerne noch mal ein zweites Video dazu. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!